Ich bin so vielen glücklichen Menschen auf Klettersteigen begegnet, dass ich dafür sein muss, schrieb Reinhold Messner bereits 1979. Ein tolles Klettersteigerlebnis und ein Minimum an Risiko. Für beides ist es gut, die Empfehlungen des Alpenvereins zu beachten. Ein guter Tipp bereits am Ausgangspunkt ist die Kontrolle der wesentlichen Ausrüstungsgegenstände. So, hat da jeder alles mit? Klettersteigset? Gut, haben wir auch mit, oder? Ja. Passt in den Schuhwerk, klar. Helm hat auch jeder. Ja. Ganz wichtig, die Handschuhe. Passt, haben wir nicht. Gut. Dann muss später niemand am Einstieg umkehren oder zu viel riskieren. Bei talnahen Klettersteigen werden wir Gurt, Klettersteigset und Helm bereits am Ausgangspunkt anlegen. In jedem Fall aber rechtzeitig, an einem Ort, der absturz- und steinschlagsicher ist. So, machen wir gerade eine kurze Pause. Jetzt sind wir fast am Einstieg. Ziehen uns die Helme an und die Klettersteigsets. Und nachher starten wir durch, würde ich sagen, oder? Bevor es wirklich losgeht, noch der Partnercheck. Jeweils 2 Partner kontrollieren dabei gegenseitig, sowohl visuell als auch manuell. Ist das Set mittels Ankerstich korrekt in den Seilring eingeknotet? Sitzt der Gurt fest um die Taille und sind die Gurtschnallen festgezogen? Zuletzt, ob der Helm optimal angepasst und das Kinnband geschlossen ist. In Klettersteig stecken 2 Bewegungsformen: Klettern und Steigen. Je besser diese motorischen Fertigkeiten ausgebildet sind, desto rhythmischer und eleganter wird unser Bewegungsablauf. Ja, was ist wichtig am Klettersteig? Wichtig ist natürlich, dass wir uns ökonomisch fortbewegen. Das heißt, dass wenn ich kletter, dass ich nicht so dauernd aus die Hände ausarbeite. Wieso? Ich brauche natürlich einen Haufen Armkraft und dann wäre ich sehr schnell müde. Jetzt sage ich das jetzt einmal vor. Ich ziehe mich da her und ich blockiere jetzt nicht so an, weil so brauche ich einen Haufen Kraft. Besser, ich lasse ein bisschen zurücklegen und von der Position hänge ich jetzt um. Einmal und zweimal. Mit unseren Armen verhindern wir in erster Linie ein nach hinten kippen. Sie bleiben möglichst gestreckt und nur in der Phase des Höhersteigens ziehen wir sie kurz an, suchen eine stabile Position und strecken die Arme wieder. Also meine ganze Arbeit ist praktisch immer vor die Füße. Meine Hände benutze ich nur, dass ich mich praktisch kurz zum Stahlseil vorblockieren kann, um weiterzukommen. Alles klar soweit? Gut, dann starten wir. Wesentlich kräftiger sind unsere Beine. Die Technik des Steigens ist der Schlüssel für eine kraftsparende und elegante Bewegungstechnik. Künstliche und natürliche Tritte präzise ansteigen. Nicht zu große Schritte wählen. Den Körperschwerpunkt nach der Bewegungsphase wieder möglichst lotrecht über dem Tritt positionieren, um möglichst viel unseres Körpergewichts auf die Beine zu übertragen. Achtsames, rhythmisches Steigen ist auch der beste Garant dafür, dass wir keine Steine lostreten. Nun 2 Tipps für den heikelsten Moment. Das Umhängen der Klettersteigkarabiner an einer Verankerung. Damit die Karabiner beim Umhängen in Reichweite sind, schieben wir sie mit einer Hand am Drahtseil mit. Zweiter Tipp. Umhängen immer aus einer stabilen Position und ehestmöglich vor dem Überklettern des Ankers. In sehr steilen Passagen kann das Einhängen der Armbeuge in das Drahtseil das Umhängen erleichtern und ein kurzes Rasten ermöglichen. Stichwort Rasten. Zur Taktik auf Klettersteigen gehören Pausen, besonders vor schwierigen Passagen, die dann möglichst zügig geklettert werden. Klettersteigsets mit Rastschlinge bieten hier eine zusätzliche Hilfe. Besonders wertvoll ist diese Schlinge auch in Quergängen. Das Drahtseil bleibt so immer in Reichweite. Abstände einhalten. Die Regel ist einfach. Innerhalb eines Segments, also zwischen 2 Ankern, darf nur eine Person unterwegs sein. Mehr noch. In steilen, schwierigen Abschnitten empfehlen wir ein ganzes freies Segment zwischen 2 Personen, um eine Kollision im Falle eines Sturzes verlässlich auszuschließen. Klettersteige liegen im Trend. Wir werden daher selten allein und auch mit dem heiklen Thema Überholen konfrontiert sein. Überholmanöver verlangen eine klare Absprache. Darf ich da auch schnell vorbei? Und es gilt, den richtigen Ort zu wählen.
Zum Beispiel leichte Passagen, Flachstücke oder Querungen. Denn auch beim Überholen muss die Verbindung zum Drahtseil immer bestehen bleiben. Auch kann zu starker Andrang ein guter Grund sein, gar nicht erst einzusteigen. Ein bisschen Betrieb heute. Einfache Maßnahmen, einige Tricks, Rücksichtnahme auf andere, dann wird Reinhold Messner auch in Zukunft vielen glücklichen Menschen am Klettersteig begegnen.